Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute kommt das Auswertungsvideo zum Fragevideo, was denn eure Wünsche für dieses Spiel sind. Und auch Hallo an die Leute von Shakes and Fidget, falls sie das hier irgendwie sehen sollten. Seid gegrüßt, ja, ich bin der Dorzer und mache seit 2 Jahren Shakes and Fidget Videos aktiv auf meinem YouTube-Kanal. Ich komme mir hier vor wie beim Vorstellungsgespräch hier. Ja, auf jeden Fall, um das Ganze nochmal zu erklären, ich hatte vor 2 Tagen die Community gefragt gehabt, was sich denn die Leute am meisten in diesem Spiel wünschen. Ja, und da ich mal irgendwann gelesen hatte, dass die Spieleentwickler, also ihr quasi da draußen, sehr gerne hört, was die Community zu sagen hat und das auch versuchen umzusetzen, hatte ich mir mal gedacht, kommt man mal mit der Idee ins Leben, mal auch die Community zu fragen, was sie sich denn wirklich am meisten wünscht. Dazu habe ich ein Video gemacht. Und die Leute hatten 2 Tage Zeit gehabt, um dann Kommentare darunter zu verfassen. Unter diesem Video sind bis Stand jetzt über 260 Kommentare verfasst worden. Und von diesen 260 Kommentaren habe ich mir jetzt die Mühe gemacht und die 10 beliebtesten Kommentare rausgesucht. Das heißt, die 10 Kommentare, die am meisten Likes gekriegt haben, die werde ich jetzt in diesem Video vortragen. Und falls jemand von euch das Video nochmal sehen möchte und vielleicht noch mehrere Anregungen und Ideenvorschläge zu bekommen, kann sich das Video gerne nochmal ansehen. Ja? Da sind wirklich sehr, sehr viele inspirierende, gute Kommentare bei rausgekommen. Auch nochmal vielen lieben Dank an der Stelle an euch da draußen für diesen krassen Support, ja, und für so viel Kreativität unter dem Video. Also es sind sehr, sehr viele gute Kommentare rausgekommen und auch sehr viele gute Kommentare, die nicht so viele Likes bekommen haben, was mir auch im Nachhinein leid tut. Aber ich musste natürlich das erstmal auf eine Anzahl begrenzen, weil sonst sitze ich hier Stunden vor. So, ne? Und deswegen habe ich halt die 10 beliebtesten Kommentare genommen. Aber lest euch auch unbedingt noch mehrere Kommentare durch. Da sind wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei, die es jetzt nicht ins Video geschafft haben. Ja, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen und muss sagen, ich bin wirklich krass überwältigt davon, wie viel Kreativität in der Community herrscht, und ich hoffe, eventuell kann man da so ein bisschen was vielleicht mitnehmen auf die kommenden Updates. Ja? Wir fangen an bei dem Kommentar, der von den 10 Kommentaren am wenigsten bekommen hat, und wir fangen hier an mit den Gorgos, der hat 45 Kommentare. Ich würde den Hexenkessel dafür verwenden wollen, eine zusätzliche Funktion hinzuzufügen. Ich stelle mir einen epischen Trunk vor, welcher aus dem Kessel hervorgeht, ein Rezept aus Tränken aller Art, groß, klein, mittel und zusätzliche normale Gegenstände und am Ende eines legendären Items zu bekommen, mit überdurchschnittlichen Werten, beziehungsweise im Vergleich zu einem normalen Epic noch mal prozentual eine ordentliche Erhöhung. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel der erste Vorschlag, der jetzt wir gehen jetzt quasi gestaffelt nach oben, die Likes werden dann immer mehr, die Kommentare werden beliebter, und das ist jetzt quasi von den 10 Kommentaren jetzt der erste. Na klar, muss man natürlich auch immer gucken, wie man das Ganze später umsetzen kann oder möchte. Aber wie gesagt, das sind erstmal alles nur Vorschläge und was der Community halt so gefallen hat und was man eventuell als kleinen Gedankenanstoß nehmen könnte, um in der Zukunft das Ganze eventuell umsetzbar zu machen oder vielleicht sogar dadurch auf andere Ideen zu kommen. Das kann natürlich auch sein, dass man sich dadurch dann irgendwelche Denkanstöße mitnimmt und das später irgendwie anders umsetzen kann noch zum Beispiel. Ja. Der zweite Kommentar ist hier von XXXXX mit 46 Likes. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mein Char anders zu designen und nicht immer die gleichen Optionen bei der Charakterveränderung zu haben. Seit 10 Jahren, das ist doch bestimmt nicht so schwer, oder? Ich denke mal auch nicht. Ja, hat auf jeden Fall 46 Likes. Und denke ich mal, ist auch eine Möglichkeit, die man umsetzen kann. Der nächste ist hier der Max, mein alter Namensvetter. Grüße gehen raus. Ich reagiere auf den Titel, ohne das Video gesehen zu haben. Ich wünsche mir eine neue Dungeon-Welt, die von den Unterwelteinheiten und Festungseinheiten bestritten
wird. Zum Beispiel kämpfe man gegen manche Gegner nur mit den Trollen oder den Kampfmagiern oder was auch immer dir dazu einfällt. Dazu muss man die Schmiede weiter ausbauen, die allerdings nur wenige Minuten zum Ausbauen braucht. Wir haben schon Schatzkammer und Mine als Zeitfresser, aber dafür sehr viele Ressourcen benötigt, 300 Millionen Holz und 100 Millionen Stein zum Beispiel, damit wir endlich wieder Verwendung für Holz und Steine haben, finde ich auch, ja, weil da hat man nämlich, wie er auch schreibt, hier Ressourcen im Überfluss. Das geht mir momentan gerade auch so, ja. Seelen hier zum Beispiel bin ich hier fast am Limit und bei den Steinen bin ich eigentlich auch hier am Maximum angelangt und ich bin die ganze Zeit kontinuierlich am Ausbauen, ja, es geht aber nicht schneller und ihr seht hier, ich bin hier auch schon die Holzstapel Holzscheite am Stapeln sozusagen. Ja, also auch ein sehr schöner Vorschlag an der Stelle. Dann haben wir den Andreas hier mit 55 Likes als nächstes. Eine neue Dungeon-Karte, einen neuen Dungeon, den man mit einem Gildenmitglied maximal 10 Level Unterschied bestreiten kann. Ein Server-Raid mit einem wöchentlichen wechselnden Boss, da kommen wir später auch nochmal zu, der von ganzen Server angegriffen werden kann, als Belohnung zum Beispiel einen Tag frei Alu oder spezielles Wochenend-Event. Ja, eine Gildenfestung, die dann auch angegriffen werden kann von anderen Gilden, die durch die Stadtwache bewacht wird. Eine Möglichkeit, verschiedene Rüstungssets zu speichern, eine Möglichkeit, die Edelsteine umzuwandeln, eine Möglichkeit, die Runen zu verstärken. Also er hat hier mehrere Vorschläge auch gleich, ja. Wäre auch immer cool, wenn man da gleich noch, wenn man eine Idee hat, da auch die entsprechenden Lösungsansätze damit dazu zu schreiben, damit man auch ja eventuell weiß, wie man das Ganze in der Praxis dann später auch umsetzen kann. Weil das sind erstmal nur sehr oberflächliche Vorschläge, aber wurde auch sehr oft geliked auf jeden Fall. 55 Likes für den Kommentar. Dann haben wir hier den Jambi, würde ich mal jetzt aussprechen, mit 59 Likes als nächstes. Ein Markt oder eine Tauschmöglichkeit mit einem NPC für Ressourcen, Metall, Holz und Stein, da man in höheren Level oft am Maximum ist. Also das gleiche wie auch schon ein paar Kommentare davor. Ja, also hier wird sehr viel mit den überflüssigen Kommentaren, mit den überflüssigen Kommentaren, Entschuldigung, mit den überflüssigen Ressourcen, nicht die Kommentare, die sind nicht überflüssig, tut mir leid. Wird hier sehr, sehr kritisch ins Auge genommen und was mir tatsächlich auch, also man hat später nichts mehr, also das ging bei mir quasi schon relativ früh los. Ist jetzt nicht nur, weil ich Stufe 512 bin, dass ich hier Ressourcen in Überfluss habe. Nein, das kommt schon viel, viel früher zustande. Also das ist ein Problem. Das kann man eventuell anders lösen. So eine Art Schwarzmarkt. Ich glaube, das kommt später auch nochmal dran. Das wäre auf jeden Fall, das würde auch ins Spiel auf jeden Fall passen irgendwie, dass man da so ein bisschen was vielleicht umwandeln kann. So, der Puff. Server, die wenig gespielt werden, zusammenlegen. Mit 67 Likes. Hier auch schon gut beliebt auf jeden Fall. Wie das Ganze umsetzbar ist, das kann ich leider nicht beantworten, da bin ich nicht der Technikfreak für, aber ich denke mal, da spricht auf jeden Fall so ein bisschen die, das spricht so ein bisschen die Inaktivität von den Servern, ihnen aus der Seele, würde ich mal sagen, dass die Konkurrenz nachher später nicht mehr so hoch ist, nur noch einzelne Gilden in der Rangliste dominieren. Und wie das Ganze mit einer Serverzusammenlegung klappen könnte, keine Ahnung. Aber eventuell kann man das auch so handhaben, dass dann anstatt, dass man die Server zusammenlegt, eventuell auch die internationale Ehrenhalle ein bisschen, die jetzt momentan gerade irgendwie nicht funktioniert, dass man die interessanter machen kann, damit auch die einzelnen Server untereinander mehr Ansporn haben, in der internationalen Ehrenhalle vertreten zu sein, dass man da eventuell auch noch Boni rausziehen könnte. Ja, wäre jetzt vielleicht noch mein spontaner Vorschlag dazu. Dann haben wir den Axiom mit 79 Likes. Finde ein Schwarzmarkt wäre gut. Ich als Free-to-Play-Spieler habe Probleme, Tränke zu finden oder die letzten Items fürs Album. Finde, dieser Händler könnte auch 6 Items anbieten, aber wenn man einen guten Preis zahlt, zum Beispiel das Dreifache des eigentlichen Werts beim normalen Händler, dann besorgt er dir diese Items bis zum nächsten Tag oder so. Denke, sowas würde helfen, auch fürs Album. Ja, und das würde zum Beispiel sehr gut passen mit den Ressourcenproblemen. Man bezahlt verhältnismäßig viel, weil es ja auf dem Schwarzmarkt ist. Das heißt, ja, es geht so ein bisschen unterm Tisch weg, so, ne? Da bezahlst du halt ein bisschen mehr, damit es so ein bisschen an der offiziellen Regelung dran vorbeigeht.
so, und dafür bezahlt man dann halt ein bisschen mehr so, und das könnten halt solche Ressourcen eventuell sein. Ja, also ein sehr guter Vorschlag an der Stelle. Dann haben wir hier Abla noch mit 101 Like. Der Spielemacher sollte Langzeitspielern eine kleine Würdigung zukommen lassen. Nach 5 oder 10 Jahren Spiel ohne Pause, zum Beispiel mit einem Pilzgeschenk, kostet ja nichts. Ja, nach 10 Jahren das eigene Profilbild fände ich angemessen. Da muss ich leider sagen, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ja, wie Atlantis-Forscher, den hatten wir schon mal. Da die Profilbilder ja nicht irgendwie erstellt werden, so automatisch, sondern halt wirklich gezeichnet werden und dann noch koloriert werden, und das ist ziemlich viel Arbeit und Zeit, und ich denke mal, dass das für Zehntausende von Spielern wahrscheinlich eher schwer umsetzbar ist. Ja, auch wenn ich es natürlich jedem gönne, so ein eigenes Profilbild, aber vielleicht kann man da mit der Customization vom Anfangskommentar war es, glaube ich, gewesen, dass man da ein bisschen mehr vielleicht dran machen kann. Eventuell so ein bisschen gegensteuern. Aber ich glaube, so ein ganz eigener Avatar für jeden Spieler, der jetzt über 10 Jahre dabei ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Das tut mir leid, aber es ist, glaube ich, ein bisschen hoch. Auf jeden Fall hat der Kommentar auch sehr viele Likes. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, mein Equip mit einem Klick zu wechseln. Das ist wirklich würde sehr hilfreich sein. Und ganz wichtig, trennt die Runen von den Items. Das wären meine wichtigsten Wünsche. Ja, ich weiß nicht, eventuell, ob das von euch, von den Spieleentwicklern, eventuell im Hinterkopf so gemacht worden ist, aber der Arena Manager an sich, wenn man den komplett ausbauen möchte, ist der an sich gar nicht so teuer. Klar, er ist schon sehr teuer, wenn man den komplett platiniert, kostet das knapp 5000 Pilze, was auch schon wirklich sehr viel ist, wenn man das machen möchte, ja. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, denn nachher, wenn man das Ganze hier platiniert hat, also schon 5000 Pilze ausgegeben hat, dann kommt eigentlich erst der große Pilzfresser. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon so vorher gewollt ist oder ob euch das irgendwie erst später so eingefallen ist, aber es braucht halt wirklich sehr viele Pilze, um das perfekte Item zu finden. Man muss zum Beispiel man muss auf so viele Faktoren achten, dass die richtigen Attribute hat, dass die richtige Spanne hat und jetzt auch, dass die richtige Rune drauf ist mit der richtigen Spanne drauf, weil der Runenschaden, der switcht auch so weit auseinander von links nach rechts, und da ist so viel möglich, selbst in hohen Runenbereichen, dass man halt eine sehr gute Waffe zum Beispiel findet, aber dann die Prozente von der Rune sehr, sehr schlecht da drauf sind. Und das sind so Faktoren, da muss es noch ein Epic sein und so. Das sind alles Faktoren, die zusammenspielen, um das perfekte Item zu finden. Und das auf allen Slots hier auch noch. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Pilzfresser, und ich sage mal, dass vielen Leuten das Epic-Event nicht mehr so Spaß macht, wie es vorher war. Ja, aus diesen genannten Gründen, weil es halt wirklich sehr, sehr viel kostet. Und dann halt noch in Kombination mit dem ganzen Hin- und Hergewechsel, dass man das nicht vielleicht mit einem Knopfdruck machen kann, oder dass man so einen Kleiderspind irgendwie oder sowas hat. Das habe ich auch noch sehr oft gelesen in den Kommentaren, und dass er sein Equipment wechseln kann. Ja, also das ist wirklich, selbst wenn man später irgendwann an die maximalen Prozentanzahl rangekommen ist, braucht man trotzdem zweites Equipment, weil man halt dann noch ein PvP und ein PvE-Equipment hat und eventuell noch ein Equipment für bessere oder für Epics finden und so weiter und so fort. Also das wäre, denke ich mal, noch wichtig zu erwähnen. Ja, dann haben wir hier als nächstes noch den Bob Marley mit 134 Votes nach oben. Ich wäre für einen Kleiderschrank, ja, das, was wir eben gerade hatten, bei dem man verschiedene Sets speichern kann. Einmal Raid, Equipment Quest und Arena Equipment zum Beispiel, dann wäre endlich mal wieder vernünftig Platz in der Tasche. Platz in der Tasche hat man vernünftig auch natürlich jetzt durch die Schatzkammererweiterung. Trotzdem gerade am Anfang des Spiels ist es ziemlich schwierig, das unterzubringen, weil man da die Schatzkammer sowieso noch nicht so weit hat. Ja, also ziemlich problematisch das Ganze, und auch ein Wunsch, den auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute hier
ja, begrüßen würden, sag ich mal. Ne? So, dann kommen wir jetzt zum letzten Kommentar mit ganzen 180 Daumen nach oben von Philipp. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Server-Raid? Ein Boss, welcher für einen Tag in der Woche in den Dungeons erscheint und von allen Spielern angegriffen werden kann. Mit absurd hohen Ausdauerwerten, versteht sich, damit es Spaß macht und wirklich jeder zum Zug kommt. Als Belohnung könnte es einen Epic geben, falls der Boss fällt. Ja, es kann alles Mögliche sein. Muss nicht, das ist ja nur ein Beispiel mit den Epic, es kann ja auch alles Mögliche sein, was der Raid-Gegner so bringen kann. Auf jeden Fall, das ist der Kommentar mit den meisten Daumen nach oben, den meisten Leuten gefallen hat, der Vorschlag. Und das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ich weiß auch nicht, wie das natürlich umsetzbar ist. Das sind alles nur Ideen. Ja? Wie das Ganze umsetzbar ist, ins Spiel integrierbar ist, Sprachfehler, ja, das kann natürlich keiner von uns wissen, weil wir alle keine Spieleentwickler sind. Ja, oder ich denke mal, die meisten zumindest von uns nicht. Aber wir können zumindest Anregungen und Ideen den Leuten zukommen lassen, die dafür verantwortlich sind, das zu programmieren. Und dafür ist dieses Video eigentlich jetzt gedacht. Ja, und das wäre auf jeden Fall mit einem Server-Boss sozusagen auch die Lösung gegen diese Inaktivität auf diesen alten Servern, damit man halt die Leute auch in niedrigeren Rängen dazu anspornt, weiter aktiv zu sein. So hat halt jeder auf dem Server seine wichtige Rolle und das wäre quasi so ähnlich wie die Hydra, ja, die man in der Gilde schon hat, damit jeder in der Gilde einen Ansporn hat, aktiv zu sein, ja, und das Gleiche nur noch mal in größerer Form auf den Server bezogen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, die ich auch sehr, sehr gut finde. Ja, das sind auf jeden Fall die 10 beliebtesten Kommentare von den über 260, die im Fragevideo dazu gestellt worden sind. Wie gesagt, falls nochmal jemand von euch sich alle Kommentare darunter oder nochmal für mehrere Sachen dafür interessiert, kann er gerne nochmal auf das Video zurückgreifen und sich dort auch die Kommentare durchlesen. Da sind wirklich sehr, sehr viele gute Sachen dabei gewesen, die ich jetzt in diesem Video nicht gesagt habe. Sehr gute Vorschläge, ja. Ich danke jedem Einzelnen dafür, dass er daran teilgenommen hat und ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das findet eventuell ein bisschen Gehör, das Ganze hier, und würde mich auf jeden Fall und die Community dann natürlich auch freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich nochmals an die Community, ja, an euch da draußen, an die Zuschauerschaft, die da fleißig mitgewirkt hat. Und bin jetzt raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.